Die Türkei droht Israel mit Interventionen im Nahostkonflikt. Droht jetzt auch ein Krieg in der Türkei? Willkommen zu diesem neuen Video. Hier ist wieder dein Markus aus Alanya aus der Türkei und wir gehen jetzt auf einen Artikel ein, der brandaktuell ist. Und zwar geht es darum, dass die Türkei Israel eventuell angreifen möchte. Starten wir los. Die angespannte Beziehung zwischen Istanbul und Tel Aviv hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Der türkische Präsident Erdogan drohte Israel mit einer militärischen Einmischung im Nahen Osten. So wie wir in Bergkarabach eingegangen sind, so wie wir in Libyen reingegangen sind, werden wir mit ihnen dasselbe tun, sagte der türkische Präsident auf einer Veranstaltung seiner Regierungspartei AKP, in Klammern Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung, in Rize am Schwarzen Meer mit Blick auf Israel am Wochenende. Er bezog sich dabei auf den Bergkarabach-Konflikt, wo Erdogan die Konfliktpartei Aserbaidschan unter anderem mit Drohnen unterstützte. Im Bürgerkriegsland Libyen unterstützt Ankara die international anerkannte Regierung mit militärischer Ausstattung und Personal. Erdogan lobte in seiner Rede die Fortschritte in der türkischen Verteidigungsindustrie und sagte weiter: Es gibt nichts, was wir nicht tun können. Wir müssen nur stark sein. Der israelische Außenminister Katz vergleicht Erdogan mit Saddam Hussein und verweist auf das Ende des irakischen Diktators. Auf die Drohung Erdogans folgte prompt eine Antwort. Der israelische Außenminister Israel Katz warnte Erdogan nach dessen Drohung. Erdogan tritt in die Fußstapfen Saddam Hussein und droht mit einem Angriff auf Israel. Er soll sich nur daran erinnern, was dort geschah und wie es endete, schrieb Katz am späten Sonntagabend auf der Plattform X und postete dazu Bilder von Erdogan und Hussein. Im Jahr 2003 nämlich waren US-Truppen in den Irak einmarschiert. Vielleicht kannst du dich noch erinnern. Der Militäreinsatz führte zum Sturz des damaligen irakischen Diktators Saddam Hussein. 3 Jahre später wurde Hussein wegen Massakern an Kurden und Schiiten hingerichtet. Dass sich der türkische Präsident zur Lage im südlichen Gazastreifen mit scharfen Worten gegen Israel wendet, ist in der Vergangenheit mehrfach vorgekommen. Erst Ende Mai rief Erdogan die muslimischen Staaten zum gemeinsamen Vorgehen auf. Worauf wartet ihr noch, um eine gemeinsame Entscheidung zu treffen? Gott wird euch und uns zur Rechenschaft ziehen, sagte Erdogan in Ankara vor dem Parlamentabgeordneten seiner Partei AKP in Richtung der islamischen Welt. Das, was jetzt kommt, ist wirklich echt krass, das musst du dir unbedingt anhören. Weiter sagte Erdogan, Israel sei nicht nur eine Bedrohung für Gaza, nein, sondern für die gesamte Menschheit. Er fügte an, kein Staat ist sicher, solange Israel sich nicht dem Völkerrecht unterwirft und sich nicht an das Völkerrecht gebunden fühlt. Und das betrifft auch die Türkei. Erdogan gegen weitere NATO-Kooperation mit Israel. Hamas sei nur eine Befreiungsorganisation. Mit Blick auf die humanitäre Lage im Gazastreifen sprach der türkische Präsident nun von Völkermord. Israel und seine Unterstützer hoffen, dass der Völkermord vergessen wird. Dieser Völkermord wird nicht vergessen. Im Gazastreifen sei der Geist der Vereinten Nationen gestorben. Echt krasse Worte, sagte Erdogan. Die UN seien nicht einmal in der Lage, ihr eigenes Personal und humanitäres Personal zu schützen. Deswegen hatte Erdogan Mitte Juli erklärt, sein Land wolle auch die Kooperation zwischen der NATO und dem Partner Israel künftig nicht mehr zustimmen, bis in den palästinensischen Gebieten ein nachhaltiger Frieden geschaffen ist. Erdogan ist seit Beginn des Krieges im Gazastreifen einer der schärfsten Kritiker Israels. Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas, deren beispielloser Angriff auf Israel am 7. Oktober den Krieg ausgelöst hatte, betrachtet der türkische Präsident als eine Befreiungsorganisation und verglich Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu mit Adolf Hitler. Mich interessiert jetzt mal deine Meinung, was du dazu sagst, denn so wie sich das ja anhört, spitzt sich das Ganze nicht nur im Nahen Osten, sondern auch im Norden der Türkei in Bezug auf Russland und Ukraine natürlich ein bisschen zu. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Schreib gerne mal rein, was du dazu sagst, was deine Meinung, deine Gedanken dazu sind. Macht es Sinn vielleicht zum Thema auch Auswandern in die Türkei oder macht es doch vielleicht Sinn eher raus aus der Türkei? Und die Frage ist, wie verhalten wir uns? Wie ich schon damals gesagt habe, es wird immer an diesen Orten, an so einem Planeten wie wir hier leben, wo die Menschen sind, immer zu irgendwelchen Katastrophen kommen, zu immer irgendwelchen
dämlichen Entscheidungen, die nur der Menschheit einfallen kann, sich gegenseitig zu bombardieren, sich gegenseitig zu töten und im schlimmsten Fall sogar in Bezug auf Religion, ja, Religionskriege etc. Meiner Meinung nach ganz, ganz schlimm und ganz, ganz drastisch sowas. Und sowas sollte man auf jeden Fall nicht vermischen. Heftige Situation, die wir auf der Welt aktuell erleben. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst und vor allen Dingen deine Meinung dazu ist, ob jetzt mehr Menschen, sogar auch wegen der erhöhten Kriegsgefahr in Deutschland, Deutschland verlassen oder einfach das Ganze stillschweigend und einfach, das wird schon Mentalität haben und einfach durchgehen. Weil letztendlich müssen wir durch alle Situationen durchgehen, die uns hier geboten werden. Und auch aktuelle Nachricht ist reingekommen, dass die Flughäfen geschlossen haben, beziehungsweise keine Flüge mehr rausgehen. Das bedeutet, diejenigen, die jetzt das Land aufgrund von eventuell, oh Gott, die Türkei greift Israel an, Israel rächt sich an der Hisbollah und sonstiges, wollen das Land verlassen, können aber nicht das Land verlassen über den Luftweg, was bedeutet, sie müssen mit ihrem Fußbus, mit ihren Füßen sozusagen oder mit Autos natürlich die Ländergrenzen überqueren sozusagen und in andere Länder kommen. Und wahrscheinlich ist das naheliegendste in dem Fall über den Norden, über Syrien, über eventuell Aserbaidschan, Georgien oder auch über die Türkei natürlich dann zu kommen. Und das Ganze bringt natürlich dann auch wieder mehr Unruhe, vielleicht auch innerhalb der Türkei. Man weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, was deine Gedanken dazu sind. Vielleicht hast du ein bisschen mehr Hintergrundwissen, kannst du gerne in die Kommentare reinschreiben. Denn das, was sich jetzt aktuell auftut, ist einfach heftig. Und wir müssen unsere Augen offen oben halten, damit wir einfach vorbereitet sind. Damit wir einfach eventuell das ein oder andere vorher erkennen können, um dann abhauen zu können, auf gut Deutsch gesagt. Ja? Und wenn es zu der Frage geht, wohin, gibt es nirgendwo auf der Welt, egal ob Dubai oder sonst irgendwo, spielt keine Rolle, nirgendwo 100% Sicherheit. Aber wenn akut Probleme oder Sorgen, Nöte, Kriegsgefahren im Ausland irgendwo sind und du bist dort vor Ort, dann ist es doch eine tolle Möglichkeit, in ein anderes Land zu gehen, wo du auch eventuell eine hohe Qualität hast, mit zum Beispiel einem Pool im Hintergrund oder sonstiges. Weil es wird niemals zeitgleich auf der Welt, bis dato war es so, niemals zeitgleich auf der Welt irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen geben. Und dementsprechend, wenn du natürlich finanziell flexibel bist, und mental natürlich auch flexibel bist, dann hast du hier natürlich beste Möglichkeiten von A nach B zu reisen und dementsprechend natürlich, ja, auf gut Deutsch gesagt, deinen Arsch zu retten. Ne? Ob man das will oder nicht, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber ich bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Dementsprechend, wir sind in der Türkei, wir bleiben auch erstmal in der Türkei, auch wenn wir jetzt erstmal schauen müssen, ob wir die ICAMED, den Aufenthaltstitel bekommen. Schauen wir einfach mal. Dementsprechend bleibt unbedingt dran. Lass deine Meinung da. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Dein Markus aus Alanya.